Hallo, begrüße Sie hier zum 8. Video im fortgeschrittenen Kurs. Es geht um den Vergleich von Dokumenten. Wir finden das im Register Überprüfen und da steht hier rechts Vergleichen. Wenn wir den Mauszeiger da ein bisschen länger drauf stehen lassen, sehen wir, was damit gemeint ist. Zwei Dokumente vergleichen und deren Unterschiede anzeigen. Sie können auch Überarbeitungen von verschiedenen Personen in einem Dokument zusammenführen. Das wollen wir hier tun. Diese Funktion kann man für verschiedenste Zwecke einsetzen. Hier bei Gorbatschow könnte man sich vorstellen, jemand von den Schülern hat in der Oberstufe einen Aufsatz geschrieben und da hat er dann mal im Glauben, dass Lehrer das nicht besser wissen, einfach aus der Wikipedia was kopiert und das dann als eigene Leistung verkauft. Und da möchte dann ein Lehrer mal schnell zeigen, wo hat er oder hat sie denn da abgeschrieben und was ist denn auf eigenem Mist gewachsen. So, das ist also hier das Beispiel. Wir kennen das ja jetzt schon aus den vorangegangenen Videos. Ich habe hier die Änderungen angenommen und schau mal, was hier so ist. Was hier Inhaltsverzeichnis ist, das ist also gegenüber der Wikipedia, sieht zwar sehr ähnlich aus, aber eine Seitennummerierung gibt es ja da nicht, weil im Internet macht das ja keinen Sinn. Aber hier steht in Wirklichkeit gar nicht ein Text, sondern wenn ich hier die Tastenkombination Alt F9 mal betätige, dann sehen wir, da steht eine Funktion, TOC, Table of Contents, und danach sind dann so ein Parameter angegeben, zum Beispiel dieses mit dem O, dass da die Überschriftenebenen 1 bis 3 einbezogen werden, also Überschrift 1, 2 und 3, die Formatvorlagen. Und dann stehen da noch weitere Sachen, dass dann die Seitenangaben dann auch verlinkt sind. Das heißt, wenn man da draufklickt auf so ein Inhaltsverzeichnis-Eintrag, dann springt er auch mit der gedrückten Steuerungstaste sofort an diese Stelle. Aber das brauchen wir ja hier nicht, weil wir haben ja links die Navigation. So, da gehe ich jetzt mal wieder zurück mit Alt F9. Diese Tastenkombination ist also interessant, wenn man mal sehen will, wo sind da überall Funktionen hier in dem Dokument eingebaut. So, jetzt will ich hier noch ein bisschen was ändern. Also ich bin jetzt der Schüler, der abschreibt, ne, und da tue ich jetzt hier mal ein bisschen eigenes Zeugs dazwischen schreiben, weil ich faul bin. Da gehe ich hier ins Internet. Und da nehme ich hier aus dem Lorem Ipsum Blindtextgenerator, nehme ich einfach mal 100 Worte, habe ich jetzt kopiert, gehe hierhin zurück und da tue ich jetzt mal hier unten bei der Parteikarriere, streiche ich mal was raus, auch so etwa 100 Worte, bis dahin zum Beispiel, Obersten Sowjet, ist aber ein ganz langer Satz hier, da bis Mitglied. Das lösche ich raus und da füge ich jetzt meinen Blindtext ein und mache da noch eine Absatzmarke hin. Und dann müsste ja etwa ab der Stelle hier erkannt werden, dass das wieder abgeschrieben ist und der Blindtext, der müsste dann auch entsprechend als eigenes Werk erkannt werden. Natürlich jetzt jede Menge Rechtschreibfehler drin, das sind ja keine echten Worte, sondern das sind unterschiedlich lange Buchstabenkombinationen, die eben Text simulieren. So, das speichere ich jetzt mal ab, unter Datei, Speichern unter, da heißt das dann bearbeitet, klicke auf Speichern. So, und jetzt schließe ich dieses Dokument, Datei schließen, wählen wir mal und lege mal Neues an, da hole ich jetzt aus der Wikipedia dieses nochmal her, damit man also auch sieht, wie man das machen kann. Hier ist Gorbatschow von hier an bis ziemlich weit nach unten, wo, da war es, bis zum Orden der Oktoberrevolution. Bis dahin habe ich jetzt schon markiert, drücke die rechte Maustaste, wähle Kopieren, gehe nach Word, füge das ein, und zwar nur als Text, und dann speichere ich das ab als Original Wikipedia, schreibe ich da mal dazu. So, wir schauen uns das hier an. Da sind also sehr viele doppelte Absatzmarken drin und das Verzeichnis, das sehen wir, hat auch keine Seitennummern. So, ich gehe auf Datei Speichern unter und mache ich in den Ordner Schwerin rein und da oben bekommt es einen Namen.
Original aus der Wikipedia. So, da habe ich also jetzt einen Text also einen Dateinamen, speichern. Und jetzt ist das gespeichert und ich schließe das auch. So, jetzt habe ich also als Lehrer so einen Aufsatz bekommen von dem Schüler Konrad und will mal schauen, will ihm beweisen, wo er abgeschrieben hat. Das Verfahren ist natürlich nicht nur für Lehrer interessant, sondern ich habe das, als ich noch im Vertrieb war oder hier als Geschäftsführer Angebote schreiben musste, da habe ich also das, was ich angeboten habe, dann oft mit der Auftragsbestätigung verglichen, weil manche haben dann Abwandlungen vorgenommen und die wollte ich auch sofort erkennen. Und da kann man natürlich mit dem gleichen Verfahren agieren. So, jetzt habe ich hier ein Dokument. Diese Navigation hier an der Seite brauche ich erstmal nicht. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Jetzt soll verglichen werden. Ich gehe in das Register Überprüfen, wähle dort Vergleichen. Vergleichen. Und jetzt muss ich hier die Dokumente vergleichen. Originaldokument suche ich mir raus. Hier über den Ordner ist am einfachsten. So, ich weiß ja, das ist im Ordner Schwerin abgelegt. Und da steht Original aus der Wikipedia. Dann gehe ich auf Öffnen. So, und dann das überarbeitete Dokument. Das ist da auch in dem Ordner Schwerin und heißt bearbeitet. Ich habe die zu vergleichenden Dokumente ausgewählt, klicke dann auf OK und schon habe ich hier den Vergleich. Man sieht, wenn ich auf diese Stellen gehe, die hervorgehoben sind, das habe ich eingefügt, Überschrift Michail Gorbatschow. Das hier ist durchgestrichen und gelöscht. Da sieht man, Konrad Rennert hat das gelöscht. Dieses hier ist unterstrichen, das habe ich eingefügt. Beziehungsweise ist das ja, wo ich eben gezeigt habe, Table of Contents, das ist ja diese Funktion, die also hier so dargestellt wird. Dann sieht man, hier sind überall Striche, wo ich die Nummerierung für die Gliederung eingefügt habe. Und hier haben wir den Text, den ich gelöscht habe. Diesen im Alter von 21 Jahren habe ich gelöscht und danach habe ich hier Lorem Ipsum Text eingefügt. Und dann kommen hier diese Originalabschnitte nur an den Stellen, wo hier Überschriften eben durchnummeriert wurden von mir bzw. formatiert wurden. Das ist hier hervorgehoben oder wenn hier eine Absatzmarke zusätzlich drin ist oder Absatzmarken gelöscht worden, dann kann man das also hier sehen. Also der Text ist im Prinzip der Originaltext, nur an den Stellen, wo hier eben Literaturangaben gesetzt wurden, die habe ich ja alle rausgelöscht, die eckigen Klammern hier. So, ist also eine ganz einfache Sache, Dokumente zu vergleichen. Unten drunter müsste natürlich auch noch was kommen. Da ist es, ich habe ja aufgehört hier, wo die Sache mit dem Atheist war. Da ist also die 42 als Literaturangabe, die ist also hervorgehoben. Und hier unten den Text, den habe ich erst gar nicht aufgenommen. Der ist also in der Wikipedia so drin. Und hier ist das, was ich also abgeliefert habe, da habe ich das also gelöscht, beziehungsweise erst gar nicht aufgenommen. Also das fällt auf, dass da ein Unterschied vorliegt. Ich habe das gesagt, wofür man das gebrauchen kann. Hier war es im Prinzip so ein bisschen zeigen, wo ist hier ein Plagiat entstanden, dadurch, dass ich hier aus der Wikipedia was kopiert habe, habe es ein bisschen bearbeitet und dann als Arbeit abgeliefert und bearbeitet. Aber ich sagte ja schon, kann man also auch sehr gut einsetzen, wenn hier jemand eine Mail verschickt hat mit einem Text. Derjenige, der die Mail bekommen hat, hat an dem Text gearbeitet und hat den zurückgeschickt. Und dann will ich eben sehen, wo gibt es Abweichungen zwischen dem Text, den ich abgeschickt habe und dem, was als Bearbeitung davon zurückgekommen ist. Und das ist das gleiche Vorgehen. So, damit haben wir also auch diese Möglichkeiten der Überprüfung von Text hier betrachtet. Vergleichen war das Thema. Da geht noch mehr. Wenn hier mehrere dran beteiligt sind, dann haben wir hier noch das Kombinieren, Überarbeitung von mehreren Autoren in einem einzigen Dokument zusammenfassen. Das mit dem Kombinieren, das überlasse ich Ihnen als Übung, falls Sie das gebrauchen können. Ich hoffe, dass ich Ihnen hier mit dem Beispiel zum Vergleich
weiterhelfen konnte, um diese Überprüfungsmöglichkeiten vollständig zu verstehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss.